Demokratie, Diversität, Sicherheit und freie Grenzen. Die Europäische Union bietet ihren Bürgerinnen und Bürgern viele Vorteile. Seit dem Zweiten Weltkrieg ist die EU das Symbol für Frieden und Zusammenarbeit innerhalb Europas. Es ist wichtig, die Entstehung, Bedeutung und Funktionsweise der Europäischen Union zu verstehen, um ihren hohen Wert erfassen zu können. Hallo, mein Name ist Ahmad und in dieser Videoreihe werde ich dir die Europäische Union ganz einfach erklären. In diesem ersten Video geht es um die wichtigsten Grundlagen der Europäischen Union. Ganz konkret werde ich dir erstmal erklären, was die EU überhaupt erreichen möchte. Was sind die Ziele der Europäischen Union? Um die Gründe dafür zu verstehen, werde ich dir die wichtigsten Geschehnisse in der Entstehungsgeschichte Europas näherbringen. Wie und warum entstand die EU? Danach beantworte ich die Frage, wer der Europäischen Union überhaupt beitreten darf. Das hängt auch damit zusammen, wie die EU aufgebaut ist. In diesem Video werde ich dir nur die Abhängigkeiten der verschiedenen Hauptorgane erklären. In den nächsten Videos gehe ich dann genauer auf jedes einzelne Organ ein. Schauen wir uns aber jetzt erstmal die Ziele der EU an. Nach dem Zweiten Weltkrieg wuchs die neue Hoffnung auf einen langfristigen Frieden. Eines der Hauptziele der EU. Robert Schuman, der damalige französische Außenminister, schlug am 9. Mai 1950 die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl vor. Damit wurden kriegswichtige Rohstoffe zu Instrumenten der Versöhnung und des Friedens. Der Frieden ist jedoch nicht selbstverständlich. An der Corona-Krise haben wir gesehen, dass nationalistische, extremistische und populistische Bewegungen in schwierigen Zeiten an Fahrt aufnehmen. Der Institution wird dann stets mit Skepsis begegnet. All das, wonach mehrere Generationen gestrebt haben, wird in Krisenzeiten durch das Leid stets in Frage gestellt. Ein weiteres wichtiges Ziel ist die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger der EU. Auch im 21. Jahrhundert steht die Europäische Union vor erheblichen Sicherheitsproblemen. Der IS-Terror steht unmittelbar vor der Grenze und bedroht auch aus dem Inneren Europas die Bürger der EU. Russland annektiert im Jahr 2014 die Krim. Vor allem EU-Länder mit Erfahrung aus der Sowjetzeit erwarten hier Solidarität mit der Ukraine. Die Europäische Union hat gemeinsam Exekutivorgane wie Europol und Frontex gegründet, um die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten. In erster Linie wird jedoch auf die Diplomatie und multilaterale Verhandlungen gesetzt. Nochmal zur Erinnerung: Mit Multilateralismus bezeichnet man die ebenbürtige Zusammenarbeit mehrerer Staaten bei der Lösung politischer Probleme. Weiterhin bestimmt die Vielfalt das Bild der Europäischen Union. Aus der Innovationsforschung wissen wir, dass neue und bahnbrechende Ideen an Schnittstellen entstehen. Die hohe Diversität innerhalb Europas trägt also auch dazu bei, dass die EU zu den wirtschaftlichen Top-Playern gehören. Außerdem kann die Europäische Union durch den Zusammenschluss vieler kleiner Staaten einer kritischen Masse bilden und anderen großen Mächten wie der USA oder China gegenübertreten. Der Erhalt der bestehenden Vielfalt und Vertiefung der Freundschaft ist somit ein wichtiges Ziel der Europäischen Union. Die EU versteht sich als eine Wertegemeinschaft, das heißt, dass alle Mitglieder gleichermaßen die wichtigsten Grundwerte anerkannt haben und ausleben. Aber gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Wie ist die Europäische Union überhaupt entstanden? Die Anfänge der EU gehen auf die Zeit kurz nach dem Zweiten Weltkrieg zurück. Die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl im Jahr 1951 markiert den ersten Schritt in Richtung Union. Der Hauptgedanke dabei war, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass man sich nicht mehr bekriegt, wenn man kooperiert und gemeinsam über die Rohstoffe verfügt, die für die Waffenindustrie notwendig sind. 7 Jahre später traten die römischen Verträge in Kraft. Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft EWG und die Europäische Atomgemeinschaft Euratom. Ziele dieser Verträge war die nähere Zusammenarbeit und Vereinheitlichung der europäischen Länder. Das seit 1962 existierende Europäische Parlament wurde dann im Jahre 1979 zum ersten Mal von Bürgerinnen und Bürgern der damals 9 Mitgliedstaaten direkt gewählt. Vorher haben die einzelnen Nationen Regierungen einfach ihre eigenen Abgeordneten entsandt,
die gleichzeitig auf nationaler und europäischer Ebene Abgeordnete waren. November 1993 trat dann der Vertrag von Maastricht in Kraft. Die Europäische Union wurde mit ihren berühmten 3 Säulen gegründet. Die Struktur der EU wurde dann aber mit Inkrafttreten des Lissabonner Vertrags im Dezember 2009 reformiert, um mehr Demokratie, Transparenz und Entscheidungsmacht auf europäischer Ebene durchzusetzen. Ein paar wichtige Zahlen, die du wissen solltest. Die Europäische Union hat 27 Mitgliedstaaten, knapp 450 Millionen Einwohner und stellt mit 23% einen großen Teil der Weltwirtschaftsleistung dar. Spätestens seit dem Brexit im Februar 2020 wissen wir, dass man aus der Europäischen Union austreten kann. Aber wer darf überhaupt alles eintreten? Zuerst einmal gilt, dass jeder europäische Staat die EU-Mitgliedschaft beantragen kann. Der Beitritt eines neuen Landes muss nach Artikel 49 des Vertrags von Lissabon durch den Europäischen Rat nach Anhörung der Europäischen Kommission einstimmig gebilligt werden. Auch das Europäische Parlament muss mehrheitlich zustimmen. Aber wie wird bewertet, ob ein Staat gut genug für den Eintritt in die Europäische Union ist? 1993 hat der Europäische Rat die 3 Kopenhagener Kriterien aufgestellt. Zum einen das politische Kriterium. Der beantragende Staat muss demokratisch und rechtsstaatlich geordnet sein. Er muss die Menschenrechte wahren und Minderheiten schützen. Hier zur Erinnerung: Die Regierung und Verwaltung eines Rechtsstaats darf nur im vereinbarten gesetzlichen Rahmen handeln. Staatliche Entscheidungen dürfen von unabhängigen Gerichten überprüft werden. Weiterhin gilt das wirtschaftliche Kriterium. Der beantragende Staat muss eine funktionsfähige Marktwirtschaft haben und die Fähigkeit besitzen, dem Wettbewerbsdruck im EU-Binnenmarkt standzuhalten. Im Acquis-Kriterium geht es darum, die Ziele der Europäischen Union zu seinen eigenen zu machen. Das gemeinschaftliche Rechtssystem der EU muss akzeptiert und übernommen werden. Abschließend möchte ich dir noch den groben Aufbau der Hauptorgane der EU erklären. Es fängt bei den Bürgern der Europäischen Union an. Sie wählen ihre eigenen nationalen Parlamente, die wiederum die nationalen Regierungen mit ihren Staatschefs bilden. Die EU-Bürger wählen jedoch zusätzlich zu ihrem nationalen Parlament ebenso alle 5 Jahre die 705 Mitglieder des Europäischen Parlaments. Die 3 Hauptaufgaben des Europäischen Parlaments sind kurz gefasst die Gesetzgebung, die Aufsicht aller EU-Organe und die Erstellung des Haushaltsplans der EU. Aus den nationalen Regierungen wird der Rat der Europäischen Union gebildet. Der Rat der Europäischen Union hat keine festen Mitglieder. Je nach Aufgabengebiet wird der entsprechende Minister aus den nationalen Regierungen entsandt. Wird also über Finanzen und Wirtschaft beraten, kommen die Finanzminister der EU-Staaten zusammen. Dort schließen die Minister internationale Übereinkünfte und verabschieden EU-Rechtsvorschriften. Im Rat der Europäischen Union wird auch die Außen- und Sicherheitspolitik besprochen. Nicht zu verwechseln mit dem Rat der Europäischen Union ist der Europäische Rat. Hier kommen die Staats- und Regierungschefs zusammen. Die EU-Politik wird ausgerichtet und priorisiert. Im Europäischen Rat werden übrigens auch Kandidaten für wichtige Positionen auf EU-Ebene bestimmt, wie zum Beispiel in der Europäischen Zentralbank oder der Europäischen Kommission. Da wären wir auch schon bei einem weiteren wichtigen Organ der Europäischen Union. Die Europäische Kommission ist die politisch unabhängige Exekutive der EU. Sie ist allein zuständig für die Erarbeitung von Vorschlägen für neue europäische Rechtsvorschriften und setzt die Beschlüsse des Europäischen Parlaments und des Rates der EU um. Wie bereits angedeutet, wird der Kommissionspräsident bzw. die Kommissionspräsidentin vom Europäischen Rat ernannt, also die Regierungschefs der EU-Staaten. Der Kommissionspräsident kann dann seine 27 Mitglieder unter Berücksichtigung der einzelnen EU-Länder auswählen. In den kommenden Videos werde ich noch genauer auf die einzelnen Organe der EU und die vielen Institutionen eingehen. Vergiss deshalb nicht, den Kanal zu abonnieren. Hast du vielleicht noch Fragen oder Anmerkungen? Schreib mir einfach einen Kommentar. Ich antworte dir so schnell wie möglich.